Vor 400 Jahren war Holland nicht gerade in der besten Situation. Der Dreißigjährige Krieg hat gerade erst angefangen und neben den offensichtlichen Konsequenzen wie Belagerungen und Schlachten war auch der Seehandel in Gefahr. Und der hat durch die erst gerade frisch gegründete niederländische Ostindien-Kompanie einen Neustart bekommen. Zu der gleichen Zeit ist der in Holland wohnende Franzose Elie Gouret auf anderer Mission. Er begleitet die holländische Prinzessin Emilia von Oranien-Nassau auf Genf, nachdem sie ihren Mann verlassen. Unterwegs kommt Amélie Gouret die Idee für eine Alternative für den Warentransport auf dem Meer. Ein Kanal quer durch Europa. Die Idee von Gouret war recht simpel. Man folgt den grossen Fluss, so weit wie es geht, und verbindet die beiden Enden mit einem Kanal. Sein Plan war es, entlang vom Rhein, der Aare und dem Ziel in Neuenburgersee und entlang von der Rhone aufwärts bis in Genfersee zu gehen. So umgeht man alle feindlich gesinnten Territorien und das fehlende Stück ist nur noch 40 Kilometer und es sind sogar weniger als 100 Höhenmeter zu überwältigen. Für einen Holländer ist das ein Kinderspiel. Nur der Mormont, ein Hügel am höchsten Punkt des Kanals, könnte ein paar Probleme bereiten. Das ist auch der Abschnitt, wo am Kanal seinen Namen geben soll. Canal d'Entreroches, also Kanal zwischen den Felsen. 1635 überzeugt dann auch der Berner Regierungsrat von seiner Idee und nach 3 Jahren Ausarbeitung und Planung haben im Januar 1638 die Bauarbeiten bei Yverdon angefangen. Ein 5 Meter breiter und 2 Meter tiefer Kanal ist quer durch die Alpebene gezogen gekommen. Die Arbeiten für den Canal d'Entreroches sind gut vorwärts gekommen und nach 2 Jahren und rund 15 Kilometern haben wir den Mormont erreicht. Dann haben wir damit angefangen, eine natürliche Schlucht durch den Hügel für den Kanal zu vertiefen. In den nächsten 2 Jahren ist der Kanal nur noch 5 Kilometer weitergekommen. Aber mit dem Mormont haben wir die Wasserscheide und somit auch den höchsten Punkt erreicht. Von jetzt geht es nur noch bergab. Aber nicht nur im wahrsten Sinne des Wortes. 1645 zerstört der Erdrutsch in der Schlucht einen grossen Teil des Kanals. Die Wiederinstandstellung von diesem Stück dauert ein Jahr und kostet einen grossen Teil des Kapitals. Außerdem hat das Tal von der Venange, wo der Kanal bis in Genfersee noch folgt, ein deutlich grösseres Gefälle als die Orbe in der ersten Hälfte. Das heisst, es braucht bis zum Genfersee noch etwa 40 Schleusen. Und das lässt das wenige Kapital, das noch übrig ist, nicht mehr zu. Bis 1648 haben wir den Canal d'Entreroches noch bis Gossone fertiggestellt. Für mehr hat das Geld nicht mehr gelangt. Von den insgesamt 40 Kilometern haben noch etwa 12 gefällt. Immerhin haben wir den fertig gebauten Abschnitt doch noch ab und zu gebraucht. In den Spitzenzeiten hat es bis zu 50 Transporte pro Tag gegeben. Vor allem um Wein aus der Genfersee-Region ins Mittelland zu bringen. Im Laufe der 1700er Jahre ist der Gebrauch vom Kanal langsam zurückgegangen. Der Warentransport hat sich immer mehr auf die Straßen verlagert, wenn diese besser kommen. Und wenn schliesslich eine Brücke über den Kanal ist zusammengestürzt, haben wir die Benutzung komplett eingestellt. Aber plötzlich, in den 1850er Jahren, der Durchbruch. Aber nicht für den Kanal, sondern für diese Bahn. Der Tunnel du Mormont ist mitten durch die Schlucht gebaut, wo ursprünglich der Kanal ist durchgegangen. Der Canal d'Entreroches hat sein endgültiges Ende erreicht. Aber ganz so endgültig wie es scheint, ist der Traum von Elie Gouret aber trotzdem nicht Platz gewesen. Am Anfang des 20. Jahrhunderts hat der Rhone-Rhein-Schifffahrtsverband wieder Bestrebungen aufgenommen, die 2 Flüsse mit einem Kanal zu verbinden. Am Anfang hat alles recht gut ausgesehen. 1947 bewilligt der Bund einen Kostenvoranschlag für die Ausarbeitung des Konzepts. Und 6 Jahre später ist das dann in 3 Bänden präsentiert worden. Der neue Kanal hat ungefähr die gleiche Strecke wie der Canal d'Entreroches. Und durch die Jura-Gewässerkorrektion gut 100 Jahre vorher gibt es jetzt sogar ein paar Flüsse im Bereich vom Bieler und Neuenburgersee, die kanalisiert sind. Die Kosten für den Transhelvetischen Kanal sind auf rund 350 Millionen Franken geschätzt gekommen. Das entspricht heute wegen der Inflation mehr als 1,5 Milliarden Franken.
Danach ist aber nicht mehr wirklich viel passiert. Ausser dass man 1963 die Transhelvetica AG hat gegründet, die für den Bau verantwortlich sein soll. In dieser Zeit ist aber schon der erste grosse Rückschlag gekommen. Der Bund fokussiert sich jetzt mehr auf den Strassentransport und ab den 60er Jahren ist das gesamte Autobahnnetz der Schweiz massiv ausgebaut gekommen. In den 90er Jahren zieht sich der Bund komplett aus dem Projekt wieder raus. 1992 nimmt das Schweizer Stimmvolk eine Initiative für den Schutz von Gewässern an, was den Bau des Kanals im noch natürlichen Teil der Venage stark erschweren. Wie man heute sieht, ist der Transhelvetische Kanal nie gebaut gekommen. Und quasi alle Beteiligten haben ihre Arbeit daran aufgegeben. Es gibt aber gleich noch ein paar, die doch noch nicht alle Hoffnung haben aufgegeben. Der Schweizerische Rhone-Rhein-Schifffahrtsverband setzt sich noch heute unter dem Namen Schweizerischer Binnenschifffahrtsverband für den Ausbau von Schweizer Wasserstraßen ein. Er argumentiert, dass Schiffe tiefere CO2- und Lärmemissionen verursachen als Bahn- und Strassentransport. Es gibt aber auch zahlreiche Gründe, die einen Bau heutzutage verhindern oder zumindest stark erschweren. Zum einen gibt es entlang der Route Dutzende Objekte, die entweder unter Naturschutz oder Denkmalschutz stehen. Außerdem gibt es mehrere Wasserkraftwerke, die auch noch quasi eine Barriere bilden würden. Wahrscheinlich wird es nie einen Kanal quer durch das Mittelland geben. Zumindest nicht in absehbarer Zukunft. Aber wer weiß? Vielleicht gibt es irgendwann mal wieder jemanden mit einem Traum wie der Elie Gouret, der mit mehr oder weniger Glück als Verstand das nicht tatsächlich fertig bringt.